ich sitze im Auto. Ich bin heute nicht unterwegs irgendwohin, aber ich bin gerade an der Arbeit angekommen, stehe auf dem Firmenparkplatz. Und heute kommt der Fireball. Heute kommt der Fireball. Ich bin so aufgeregt und ich muss arbeiten. Der kommt hier in die Firma, wahrscheinlich irgendwann mittags. Und dann sitze ich hier 2-3 Stunden wie auf glühenden Kohlen und kann nicht erwarten, endlich nach Hause zu fahren. Aber ja, ich werde versuchen durchzuhalten. Halte euch auf dem Laufenden. Ich werde auf jeden Fall versuchen, heute Abend noch ein kleines Unboxing und erste Eindrücke-Video zu machen. Aber ich bin ja heute Abend beim Game of Thrones gucken bei einer Freundin um 8 Uhr rum. Also ich werde ja heute auf keinen Fall fertig. Aber ich werde so viel tun, wie ich kann. Alleine schon deswegen, weil ich so viel tun will, wie ich kann. Wir werden es ja sehen. Ich halte euch auf dem Laufenden. So, guckt mal, was ich hier habe. Er ist da. Oh mein Gott. Ja, ich habe gerade erst Mittagspause fertig. Jetzt habe ich hier diese tolle Kiste und jetzt muss ich noch bis 4 Uhr weiterarbeiten, bis ich die endlich aufmachen kann. Und damit ich auch tatsächlich meine Arbeit machen kann, bringe ich diese Kiste jetzt schnell in mein Auto. Leute, es geht los. Die Arbeit ist vorbei. Jetzt fahre ich nach Hause und jetzt baue ich meinen Goblin auf. Ich kann schon gar nicht warten. Ich habe schon zu Hause alles vorbereitet. Kameraequipment steht alles bereit, damit ich direkt anfangen kann. Also, jetzt muss ich nur gucken, dass ich schnell nach Hause komme. Tada, da bin ich. Ich bin endlich zu Hause und ich kann endlich meinen Fireball auspacken. Ich bin schon super aufgeregt. Ich konnte die ganze Zeit schon fast nicht in Ruhe arbeiten, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, gleich kannst du den Heli auspacken. So, wie ihr sehen könnt, das hier ist die Schachtel. Die ist nicht sonderlich groß, also war ein ganzer Heli drin. Und ich habe mir die Super-Kombo bestellt von SAB. Das heißt, da drin ist der Goblin Fireball, also der Heli, die 4 Servos und ein Hobby-Wing-Regler mit 60 Ampere. Was mir dann natürlich noch fehlt, ist einmal ein Akku. Da habe ich mir, weil ihr ja wisst, ich fliege mal Opti-Power-Akkus, habe ich mir von Opti-Power den FPV Drone Quad Racing Pack besorgt. Das ist ein ganz, ganz süßer kleiner 1000 mAh 6S 50C Akku. Der entspricht den Spezifikationen von SAB, also was empfohlen wird als Akkugröße. Und wie ihr wisst, ich fliege ja Graupner und deswegen wird natürlich wie immer bei mir das Graupner Flybarless-System in Frage kommen. Das ist wieder ein GA18, das heißt, das ist ein Empfänger mit Flybarless-System integriert. Ist super geil, gerade für kleine Helis, wie jetzt in dem Fall, wo man wirklich Platz sparen und vielleicht auch ein bisschen Gewicht sparen möchte. So, das sind meine Komponenten, die reinkommen und ich würde sagen, jetzt machen wir doch mal die Schachtel auf. So, wie ihr sehen könnt, wir haben hier eine schöne Box. Darin haben wir einmal die Betriebsanleitung, beziehungsweise die Aufbauanleitung. Die ist wie immer schön in Farbe gehalten. Hier ist noch ein kleiner Zusatz dazu. Hier haben wir unsere Goblin Registration Card. Wie ihr wisst, registriert euren Goblin, damit ihr immer die neuesten Updates erhaltet. Hier ist das Sticker-Set. Das kommt dann später auf unseren Goblin drauf. Noch mehr Sticker. Oh, da ist der kleine Heli. Oh, ist der süß. Oh mein Gott. Ja. Also wie ihr sehen könnt, der ist wirklich sehr putzig klein. So, da haben wir noch das Landegestell dazu. So sieht das Ganze dann aus. Hier sind noch die sehr süßen kleinen Blätter. Dann ist hier noch das Anlenkgestänge drin. Ein sehr witziger Blattcaddy. Ja, und hier sind die RC-Komponenten drin und hier unsere ganzen kleinen Teile zum Aufbau. Moment, das muss ich jetzt schon aufmachen. Hier ist noch eine kleine Anleitung, wahrscheinlich für die Servos und für das ESC. Und hier ist unser ESC.
Servos, noch mehr Servos. Und der coole neue Motor. Bitteschön. Sehr schick, sehr schwer, also kommt mir sehr schwer vor, aber wird schon alles so seinen Sinn haben. Und in dem anderen Box Nummer 2 sind wie immer alle unsere Kleinteile enthalten. Wie von SAB gewohnt, natürlich wie immer mit einer schönen Beschriftung, mit Beutelnummer. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr euch wirklich an die Anleitung haltet, könnt ihr auch wirklich nichts falsch machen. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch mal an.
Hallo meine Lieben, wie ihr sehen könnt, es ist wieder heller, ich habe andere Klamotten an. Woran mag das liegen? Ja, wir haben den nächsten Tag. Überraschung, Überraschung. Wie ihr gestern gesehen habt, bin ich schon relativ weit gekommen. Der Motor ist schon drin, der Regler ist schon drin, das Heckservo ist schon eingebaut. Ich habe dann gestern noch außerhalb von der Kamera den IC5-Stecker dran gelötet und meine Akkus noch fertig gelötet. Was ich jetzt gleich noch machen werde, ist das Flybarless-System mal mit meinem Sender zu verbinden und grob mal einen Modellspeicher anzulegen. Und dann werde ich die Servos zentrieren. Wie ihr gesehen habt, habe ich die ja hier gestern schon mal provisorisch hier auf diese Halterung eingebaut. Die müssen jetzt hier oben drauf, damit ich den Hauptrotorkopf einsetzen kann. Und damit ich für den Fall, dass ich dann nachher ein bisschen schlecht drankomme, was ich jetzt nicht weiß, aber ich möchte es nicht riskieren, werde ich die Servos zentrieren, die Servohörner dann nochmal endgültig drauf bauen. Dann kommt der Rotorkopf drauf und ich denke, dann ja, sollte eigentlich das Gröbste schon gemacht sein. Das heißt, ich kann dann schon anfangen, das Flybarless-System zu programmieren und die Gasgerade am Regler einzulernen. Und dann würde ich sagen, können wir morgen nach der Arbeit den Erstflug machen. Also, ich mache jetzt mal weiter. Dankeschön fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch viel Spaß.
ganze fertige Package jetzt aus. Wie ihr sehen könnt, ich habe auch schon die Haube beklebt. Das ist ein bisschen eine Fusselarbeit, aber ich finde, das sieht eigentlich, dafür, dass es beklebt ist, sieht jetzt der kleine Joghurtbecher gar nicht mal so schlecht aus. Hier, wie ihr sehen könnt, der Akku ist jetzt bei mir relativ weit nach vorne gerutscht. Ich glaube, dadurch, dass ich ein bisschen in den leichteren Bereich mit dem Akku gegangen bin, weil ich halt den Heli nicht so schwer haben wollte. Ich dachte mir lieber zu leicht als zu schwer. Problem ist jetzt allerdings, ich kriege den Schwerpunkt nicht ganz hin. Also das ist das Weiteste, was ich nach vorne gehen kann. Er ist leider immer noch hecklastig. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das im Flug auswirkt. Ansonsten würde ich euch einfach empfehlen, geht ein Stück mit der Kapazität nach oben oder ja, müsst vielleicht ein bisschen Blei in die Nase machen. Also bei mir hat es jetzt jedenfalls leider nicht gereicht. Ansonsten könnt ihr sehen, was ich auch sehr toll finde, ist hier diese Führung unter dem, ja, was ist das hier, Hauptwellenlager durch. Diese Führung ist wieder mal sehr, sehr clever und sehr geil gelöst. Ansonsten haben wir hier auch jetzt eine kleine DFC-Anlenkung. Auch sehr Goblin-untypisch, aber für diese Größe völlig ausreichend. Eine kleine DFC-Anlenkung. Ansonsten seht ihr hier, der Riemen läuft direkt auf dem Motor entlang. Der Regler schnappt direkt komplett in den Hauptrahmen ein. Das heißt, da wird der Hauptrahmen ein bisschen aufgemacht. Habt ihr vielleicht beim Aufbau gesehen. Und dann wird der Regler reingelegt, dann wird das Chassis einfach wieder zugedrückt und fertig. Das Ganze wird dann hier vorsichtshalber nochmal mit einem Kabelbinder fixiert und fertig ist die Geschichte. Was auch ganz toll ist, ist, dass auf der Unterseite ist auch bereits eine Führung vorhanden für die Kabel und es wird auch in der Anleitung so empfohlen, dass man das alles hier durchlegt. Die Motorkabel, seht ihr, sind hier vorne. Das heißt, da bin ich jetzt auch nochmal ganz, ganz gut hingekommen, als ich gemerkt habe, dass der Motor falsch rum gedreht hat. Das heißt, ich muss da nichts ablöten und nicht irgendwo rumfummeln, sondern ich kann einfach den Akku abmachen und komme da direkt hin. Ansonsten haben wir hier noch zwei sehr clever, ganz einfach von außen angeschraubte Führungsrollen, die hier den Motorriemen führen, was sehr abenteuerlich aussieht, aber wunderbar funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann, na, wahrscheinlich nicht, ist, dass der Motorriemen oder der Riemen direkt am Heckservo vorbeiläuft. Funktioniert. Ich habe mich am Anfang noch gefragt, was das hier wohl ist, als ich es festgeschraubt habe, bis ich dann gesehen habe, das ist hier auch für die Kabelführung. Das ist einfach wieder so super genial gelöst. Das habt ihr sowohl auf dieser Seite als auch auf der anderen Seite. Da habe ich es jetzt einfach mal dran geschraubt, obwohl da keine Kabel entlang gehen. Ja, das hier ist jetzt noch nicht so schön, das weiß ich selber, aber es ist jetzt erstmal für einen Testflug, um zu gucken, ob alles funktioniert, ob alles gut ist. Wie immer habt ihr auch bei Goblin hier oben diese drei Striche, die euch anzeigen, wo ungefähr der Nullpunkt ist und wo eure Maximal- und Minimal-Pitch ist. Und ja, wie immer auch Goblin-typisch habt ihr hier hinten diese zwei, oder beziehungsweise auf der anderen Seite ja auch noch, diese 4 Schräubchen, mit denen könnt ihr dann die Heckriemenspannung einstellen. Das Heck geht bei mir wunderbar leichtgängig, da kann ich mich auch nicht beschweren. Mein Flybarless-System findet optimal Platz, es ist wieder für gemacht, genau von der Länge. Also ich komme genau hier bei dieser Soll-Klickstelle, genau davor bin ich. Damit mir die Antennen nicht jetzt so unschön immer hier runterhängen, habe ich sie jetzt erstmal mit Tesafilm hier festgemacht. Ich weiß, das ist jetzt noch nicht ganz wunderschön, aber ist egal, lassen wir jetzt erstmal so. Ja, das ist jetzt hier mein ganzes Package. Ich finde, das kann sich wirklich sehen lassen. Sieht wieder mal sehr schick aus, die kleine Kiste. Meine Opti-Power-Akkus. Ansonsten finde ich, sind die Opti-Power-Akkus von der Größe her, sind die eigentlich wirklich ideal. Also sie passen wunderbar unter die Haube rein. Auch die Kabel sind eigentlich genau perfekt von der Länge. Ihr seht, das passt hier genauso rein. Kann ich echt nichts sagen. Wie gesagt, das einzige Problem ist, ich hätte vielleicht eine Kapazitätsnummer größer nehmen sollen, dass sie ein bisschen schwerer sind. Aber wir gucken jetzt einfach mal, wie das Ganze sich jetzt dann macht. Hier ist noch das kleine Anti-Statik-Kit. Ich habe es jetzt erstmal nicht verbaut, weil das Graupner-System meiner Meinung nach nicht sehr anfällig ist. Ich weiß, dass die V-Stabi sehr anfällig ist für antistatische Aufladung.
oder elektrostatische Aufladung. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich es nicht brauche. Wie gesagt, dafür ist es ein kleiner Heli. Wenn mir wirklich der Blitz einschlägt und das Ding abstürzt, sollten sich die Crashkosten im Rahmen halten. Also das Risiko gehe ich jetzt einfach ein. In meiner Graupner-Funke zeige ich euch noch kurz, was ich programmiert habe. Also ihr seht jetzt hier schon, hier habe ich das Fireball angelegt. Ich musste die Taumelscheiben-Servos musste ich umkehren. Aber gut, das ist jetzt ja wahrscheinlich bei jedem anders. Ansonsten was habe ich sonst denn großartig eingestellt? Eigentlich meine Autorotation, 3 Gaskurven. Mir ist aufgefallen, dass der Hobbywing-Regler unter 0 bei mir gar nicht erst anläuft. Deswegen ist die unterste Flugphase jetzt erstmal 0, dann kommen 25 und 50. Das sind einfach mal 3 Flugphasen zum Ausprobieren. Pitchkurve habe ich komplett gleich gelassen, das habe ich alles eingestellt im Flybalist-System. Autorotation ist natürlich programmiert auf den Schalter und ansonsten passiert eigentlich alles im Flybalist-System. Ich zeige euch das nochmal kurz. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, was ich hier in der Telemetrie eingestellt habe. Hier sind wie immer die üblichen Standardeinstellungen. Ich habe das Ganze auf Heli gestellt und auf Deutsch. Hier seht ihr jetzt, habe ich jetzt das Expertenmenü, aber ich habe meine Grundeinstellungen erstmal im Grundmenü gemacht. Ich habe danach das Expertenmenü nur freigeschaltet. Also ich habe hier nichts geändert an der Taumelscheiben und Heckempfindlichkeit ist alles komplett gleich. Ich bin nur hier reingegangen, habe Taumelscheiben 120 Grad, meine Taumelscheibenfrequenz eingestellt. Bei der Taumelscheibenrichtung, wie ich euch schon mal gezeigt habe, müsst ihr halt ausprobieren. Hier stellt ihr so lange um, bis die Servos halt dann tatsächlich gemeinsam das tun, was sie sollen. Also zum Beispiel bei Pitch nach oben, dass sie wirklich alle in eine Richtung fahren. Wenn die Taumelscheibe in die falsche Richtung fährt, dann könnt ihr die Servos immer noch umkehren im Sendermenü. Das ist das, was ich gemacht habe. Aber sie sollten zumindest von der Grundfunktion her das machen, was sie sollen. Das heißt, die Taumelscheibenrichtung. Die Taumelscheibenmitte benutzt ihr einfach nur, um eure Servohörner schön in die Mittelposition zu stellen, dass die Taumelscheibe gerade ist. Beim zyklischen Wert stellt ihr einfach hier den Wert so lange ein, bis ihr 7 oder 8 Grad habt. Ich nehme immer 8 Grad statt 7, ich mag das einfach lieber. Taumelscheiben-Pitchweg, da gebt ihr dann einfach einmal Vollpitch und Negativ-Pitch und da stellt ihr dann einfach so lange den Wert hier ein, bis ihr den Maximal- und Minimal-Pitch habt, den ihr wollt. Bei mir sind das jetzt genau 12 Grad. Taumelscheiben-Limit, da konnte ich jetzt sehr weit nach oben gehen. Ich habe die Servos immer noch nicht zum Anschlagen bekommen. Also ich lasse es jetzt einfach mal bei 100. Bin sehr überrascht, so einen Wert habe ich sonst nie. Taumelscheibendrehung brauchen wir nur für Scaler, das heißt, es ist uninteressant. Heckservo, hier ganz wichtig, 760 einzustellen. Ich hatte standardmäßig die 1250, 1500, warum auch immer. Da hat sich das Heckservo nicht gerührt und ich hatte schon Angst, es wäre tot. Ja, mein Fehler. Heckfrequenz auf 333. Die Heckmitte lassen wir einfach so, das stellt sich sowieso immer von selber ein. Und beim Hecklimit guckt ihr einfach, dass eure Heckschiebehülse nirgendwo ansteht, aber ihr den kompletten vollen Weg ausfahren könnt. Damit ihr auch die größte Heckperformance habt, die ihr euch wünschen könnt. Expo, ja, selbstverständlich. Logging ist Standard, lassen wir drin. Und wie gesagt, dann kommt hier einfach nur noch die Achsenzuordnung. Das habe ich euch beim Goblin 500 Aufbauvideo ja schon gezeigt. Das heißt, ihr geht hier auf Neueinstellungen Ja, dann geht ihr aktiviert ihr Roll, dann gebt ihr Roll nach rechts, kippt den Heli nach rechts, dann geht ihr auf Nick, drückt das nach vorne, kippt den Heli nach vorne, bei Heck nach rechts macht ihr den Heckknüppel nach rechts und dreht die Nase nach rechts. Und dann ist das Ganze schon fertig. Dann nehmt ihr nochmal den Heli, überprüft natürlich, ob das auch alles richtig ist, ob er hier auch schön ausgleicht. Wie gesagt, ich gebe immer keine Gewähr auf die Werte, die ich hier einstelle. Ihr müsst bitte immer selber ausprobieren, ob eure Wirkrichtungen stimmen, weil das ist das A und O. Wenn die stimmen, dann kann schon mal gar nicht so viel passieren. Ja, das sind meine Einstellungen. Jetzt bleibt nur noch zu sagen,
Das Ding ist eingestellt, alles ist fertig und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann morgen zum Erstflug wieder. Ich bin schon ganz aufgeregt. Akkus sind schon geladen, aber jetzt ist es leider schon 8:30, ist leider schon zu spät. Aber morgen nach der Arbeit gibt es den Erstflug. Versprochen. Wir sehen uns. Tschüss.